Any news from Jack? There's a statewide APB out on him. Jack's okay. He has something up his sleeve. He's not worried about being caught. How do we help? We go after the other side of the equation. Jack has a legion and its cronies running scared. We go after the doctor and some of the other guys. But the whole department breathing down our necks. It's time for action, Herschel. It's time for change. Jack's crossed the Rubicon and we have to be on the other side of it. Christ, what was that? Explosion. Something big. You think it's the Reds? You think those Rusky sons of bitches that dropped the H-bomb on us? Calm down, Herschel. We need to be ready for the call. I'm not waiting for an invitation. Get in the car and head for the cloud. KGPL can give us the details on the way. Warum muss ich denn da hinfahren? Ja, ich habe die Explosion gesehen. Danke, Leute. Hey, juhu! Okay, die Leute rasten alle aus wegen der Explosion. Ich sehe schon. Heilige Mutter Gottes! We have looters around the corner. Cuff them or put them down. We need to get this area under control. Und Plünderer. Cole. Cole. Cole, ich habe dasselbe Problem wie beim letzten Mal, dass ich nicht rennen kann. Ja, das ist ja großartig. Warum kann ich nicht mehr rennen? Moment. Ich mache hier aber auch nichts falsch. Bevor ich jetzt irgendwas sage, hallo und willkommen zurück zu LA Noire erstmal. Ich konnte gerade keine Anmoderation machen. Es ging direkt los. What the hell? Wir spielen heute übrigens den letzten DLC-Fall. Das ist ein Fall, den ich noch überhaupt nicht kenne. Dementsprechend bin ich auch gerade ein bisschen in Panik. Gameplay. Aktion überspringen. Steuerung. Ich frage mich nur, warum ich nicht mehr rennen kann, weil ich meine, die X-Taste kann ich ja offensichtlich drücken. Also meine X-Taste auf dem Controller ist jetzt nicht kaputt oder sowas. Oh nein, jetzt muss ich mir das immer wieder angucken. Du musst doch einfach nur X spammen, oder nicht? Das war doch immer so. Okay, jetzt funktioniert's. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt anders mache. Eigentlich nichts, aber ist ja egal. Okay, der eine ist schon mal weg. Easy. Okay, ich habe nichts anderes gemacht. Irgendwie war gerade was buggy. Keine Ahnung. So wie im letzten Part. Okay, die Nicholson-Galvanisierung ist also das, was kaputt gegangen ist. Habe ich verstanden. Like a bomb's gone off. Jesus Christ. Poor people. We gotta find out what went down. Vor allem, das war eine Riesenbombe. Oh, fuck, jetzt explodiert einfach immer noch mehr. What in God's name happened here? Wasn't nuclear. If it was, we'd all be dead from the radiation. That's reassuring. What's radiation? Everyone inside the factory was vaporized. Look at the size of that crater. What's going on over there? The mayor's going on television, appealing for calm. Television? We're gonna afford one of those things. Anything to go on? We're looking at the remains of Nicholson electroplating. I have an idea of what might have caused the explosion, but I'm only guessing. Have a look around the rubble, see if you come up with anything.
Als ob ich jetzt hier irgendwie eine Bombe finde oder sowas. Upside down. And it's time for us to do our jobs. Maybe. Heilige Scheiße. This doesn't pertain to the... Nee, das glaube ich auch nicht. That's it, Mr. Bin im Fernsehen. We're wrapped. Schade. Well, good. Thank you very much, son. And think it went okay? Couple of hiccups, sir, but that's to be Als ob ich hier irgendwas finden würde. Ich habe einen Schuh. Nothing significant. Damit kann man bestimmt eine Bombe machen. Da liegt, glaube ich, jemand drunter. Oder da liegt nur ein Arm. Das kann natürlich, da kann auch nur ein Arm liegen. Aber verschreien will ich es nicht. Hey, detective! I think I got something here. Ja. Any idea what this is? Very large egg cup. Viking Schauen wir helmet? doch mal. How would I know, Phelps? I put it back together. Looks to me like Immer der Nase nach. machine component. An airplane part, maybe. Ein Flugzeugmaschinenteil. Hier war noch irgendwas. Oh, ein weiterer Schuh. Junk. Müll. Ach, scheiße. Doesn't give me anything to go on. Fundamentals. Ob ich jetzt hier noch was weiteres finde? Man weiß es nicht. Circumstantial. Ich weiß nicht mal, was das ist. Phelps, I think I found something over here. Ja. Superior Laundry. Looks like all that's left. We can try the laundry tag. Es gibt. Ich habe aber auf jeden Fall noch was übersehen. Detective, you seen this yet? Come take a look. Blew the locker open, but shielded the contents. Let's see what we got in here. Oh, eine Menge Sachen. Eine Kamera. Schön. Jetzt haben wir ein schönes Foto von uns. Oh, only OSS agents use these things. We'll need to get the film developed to see if there's an espionage angle. Any ideas, Herschel? None that I care to utter for public consumption. Ich weiß genau, was er meint. Tomoko Okamoto. Tomoko Akamoto. Japanese name. Da wäre ich auch noch drauf gekommen. Na, die Kamera wollte ich eigentlich nicht in die Hand nehmen. Ich wollte den What Zettel. is it? A substitution cipher. The Germans used them in the war. These are cipher rings. You know what to do with them? Maybe. I used them in OCS. Ach du Scheiße. These first letters are the cipher key. The rest of the message should align itself. H gleich K 133. K ist... What? H gleich K 133. Verstehe es nicht so ganz. Okay, ich kann nur die zwei bewegen.
Boah. Kann er mir nochmal einen Hinweis oder sowas geben? Ich bin völlig überfragt. Gleich kaum mehr drin. KSBOJLK. Ich kann aber auch die Zeitung untersuchen. Ach so, okay. H gleich K, KSB. Ich verstehe es auch. Hä? Ich bin überfragt. Damit bewege ich alle. Hier bewege ich nur den kleinen. H gleich K. Drehe den äußeren auf den ersten Buchstaben der Verschlüsselung. Ja, das wäre ja dann H. Oder nicht? Ah nein, oh mein Gott, jetzt verstehe ich das erst. Oh mein Gott, ich bin ein Trottel, natürlich. H gleich K. Das heißt, ich muss H und K unten gleichsetzen und jetzt kann ich den Code dahinter eingeben. Oh Mann, ich bin aber auch ein Trottel. KS B O J L K Q auch zwei XSB X. Ich hätte vielleicht eine andere Richtung nehmen sollen. S und B. Okay. It's an address. 133 North Vermont Avenue. Gott, ich bin ein absoluter Trottel. Okay, wir haben alles gefunden. Eieiei, das war eigentlich nicht schwer. Ich war einfach nur komplett tot im Gehirn. I'm Fred Nicholson. This is your place? What's left of it? 32 years of work up in smoke. Oh nein. Explosion. Can you tell us what happened here? Our chief chemist, Harold McClellan, was using this area to test the new process. And what exactly is this new process? That's classified information, son. Das ist vielleicht streng geheim, aber hier ist eine freaking Explosion gewesen. A lot of people died here, Mr. Nicholson. Ich wollte schon I'm sagen. gonna go to the press and tell them it was your fault. What is the new process? A way to chemically polish aluminum. It's traditionally done by hand. It's extremely labor intensive. The process could be worth millions. Verbleib von Who Okamoto. is Tomoko Akamoto? Dr. McClellan's personal assistant. She came highly recommended. Warte, Assistentin? Moment.
Ich hätte den doch glauben sollen, okay. Fuck. Whiz kid and his Ja, assistant without seine checking either one of Gesichtszüge them. waren so ein bisschen, soll ich ihm nicht glauben? Aber gut, ja, nee, ist nicht schlimm. I should have looked more closely at the Hätte ich ihm doch glauben sollen. Naja. Verbleib von What can you tell us about McLellan. McClellan? A brilliant chemist. He approached me a few months ago with the idea for the new process. So no one has ever done this before. No, but it's legitimate research. Does McClellan have any friends? Ah, und da hätte ich anzweifeln Family we sollen. Well, could talk to? he hadn't been in town. Ah, der hat einen guten Eindruck auf mich gemacht. Scheiße. I don't think he had time for friends. He kept to his lab and his work. We'll be in touch, Mr. Nicholson. Can you send us Dr. McClellan and Miss Akamoto's personnel files? I will if I can find them. By the way, we also found the collar of a shirt. It has a laundry tag. They're likely to be Dr. McClellan. The majority of people who work here don't use a laundry service. Ja, das hätte ich besser machen können. Das gebe ich zu. Das war jetzt eigentlich nicht so schwer, aber irgendwie habe ich da ein bisschen verkackt. Ja, gehen wir erstmal. Ach so, ich habe da noch gar keine Adresse. Ja, ich wollte auch eigentlich gar nicht erstmal irgendwo hinfahren, sondern ich wollte nämlich eigentlich erstmal You think Yeah, Guam fine. went up in smoke? Or is he still open? Detective Phelps, badge 1247. How can I help, How can I help, Detective? Detective? Can you speak to someone at the Army Air Force Base for me, please? Of course, Detective. Tell them I have what I believe is an aircraft part. It's polished metal, light for its size. It looks like a cone of some sort. It's stamped on the inside. P&W Wasp Major R4360. I'll get back to you, Detective, when you check in for messages. Anything else? I need an address for Superior Laundry Services. Closest store to your location is in Wilshire, 4766 Melrose Avenue. Thanks for your help. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, fahren wir erstmal dahin. Weil das ist, glaube ich, die am weniger gedeutende Fährte. Und die Adresse möchte ich dann erst später anfahren. Warum fahre ich eigentlich? You drive. I need to go over the case notes. Ich wollte schon sagen, warum fahre ich jetzt auf einmal eigentlich? Ich fahre nie. Something had to be done, and it was by air. Da bin ich aber mal gespannt, was dahinter steckt. Guten Tag, Ma'am. He's the cop you're with. What do you need? Ich Johnson brauche Biggs, eines. LAPD. We have one of your laundry tags. Can you tell us who it might belong to? Are you kidding? I got work to do, Mac. Here's the customer book. Knock yourself out. Alter, kann er mal die... Will der eine geknatscht haben, der Junge? Number was J26. Moment, ich muss mir das mal angucken. Ich weiß nicht. Scheiße, das hat er gerade gesagt. Ich habe nicht aufgepasst. J2620. J2620. Oscar. Who is Hangstrom? Could be someone else from the factory. Does he have an address? No. Dead end. Tja. Thank you for all your help, sir. Dead end ist Dead End. Aber Telefon. How can I help, Detective? Operator, give me dispatch. Putting you through now. Phelps, 1247. How can I help, Detective? I need an address for an Oscar Hangstrom. Checking. No residential listing for anyone by that name, Detective. Sorry. Thank you. Falscher Name.
Entschuldigen Sie, wollen Sie auch reingehen oder wollen Sie nur hier draußen stehen bleiben und sich die Wäscherei von draußen angucken? Wollten nur fragen. Tja, falscher Name. Dann fahren wir mal zu der entschlüsselten Nachricht. Beziehungsweise Bix fährt dahin. You're behind the wheel. Oh, habt ihr gesehen, dass da gerade ein Hotdog stand im Hintergrund war? Der hätte ich gerne mir einen Hotdog genommen. Da hätte ich mir eigentlich noch einen Hotdog mitgesnackt. So für schön unterwegs oder so? Hätte ich mich gesehen. Schön Bix Wagen voll sauen. Sehe ich mich auch. Ist das irgendein Store oder ist das jetzt wirklich eine Wohnung? Okay. Oh, Moment. Oh, Tomoko Okamoto. Well, well. Why the cloak and dagger routine, Miss Akamoto? Die wohnt denn jetzt in Zimmer 1, ne? Warum ist hier offen? Warum ist hier alles durchwühlt? Somebody turned the place over. Warum ist da Blut? Once you're stuck. Ich glaube, Whisky oder was auch immer das ist, das gehört nicht zum Fall. Pensioniert Los Angeles Police. Oh, what? You know what this is, Biggs? Sure. That apartment gives you one of those when you retire. Na gut, die Bürste wird wahrscheinlich nichts mit dem Fall zu tun haben. Oh! Looks like we have a match. Interesting thing, this Sakamoto. Mikrofilm. What is it exactly? Microfilm. A document shrunk to the size of your thumbnail. Broad must have amazing eyesight. Das macht man normalerweise nicht mit dem Auge. Okay, aber irgendwas muss es hier noch geben. Ich habe noch nicht alles gefunden. Sehe ich hier auch nichts mehr. Oh nein, 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 das wollte ich gar nicht. Wie die Musik einfach aufhört, wenn man rausgeht. Irgendwas habe ich übersehen. Ist aber nichts mehr. Ich dachte, ich könnte mir das Bild angucken. Entschuldigung. Do you think I could fit in there? I couldn't fit in there. I'd like to think you would have had something more to say about getting shoved in a fridge, Herschel. What the fuck? Ja, ein eiskalter Kopfschuss. One to the head, one to the heart. Point blank. Ich glaube, das war der pensionierte Polizist. Could be a class rank.
Lindbergh. Very expensive watch. Favored by flyboys. I always wanted one as a kid. That's funny. As a kid, all I wanted was some food on the table. Und eine Leiche im Eisfach. Biggs, that's 525. I'll need a couple of black and whites at 133 North Vermont Avenue, Wilshire. We'll need an ambulance in the corner. And probably a team from technical services as well. Danke, Bix. Jetzt muss ich aber auch noch telefonieren. Operator, give me R&I. Putting you through now. Detective Phelps, badge 1247. Messages, please. You need to call Ray Pinker urgently. Can you put me through? Wer ist Ray Pinker? We're on our way in. Nix that. I got a message from Lindbergh Field. An airplane tech there identified your part. What is it? He said it was a prop spinner from either a Corsair or a B-50. A what? Fits over the center of the propeller and protects the pitch gearing. So it's a military part. Could be, but get this. The Spruce Goose runs 8 Wasp R-4360s. I think you better get over there and check it out. We're on it. Alles klar. Dann komm mal mit, Bix. Wir haben zu tun. Huges Aircrafts. You can drive. Du fährst. Und werd jetzt nicht überfahren. Bix? Ah, da. War schon knapp, Bix. This is a military project, gentlemen. Can you state your business? Detectives, Phelps and Biggs, LAPD. We're investigating the explosion. We have reason to believe there may be a link to Hughes' aircraft. I'm sorry, I can't help you there, Detective. Without authorization from military HQ, you won't be allowed onto this facility. What seems to be the problem, gentlemen? Hey, Biggs. You're not still with the LAPD. Afraid so, mates. Can you help us out here? Sure. What seems to be the problem? We're working the big explosion at the electroplating plant. I found a part there that belongs to one of your planes. I work head of security for Mr. Hughes now. I'll take full responsibility. I'm sure we can clear this up. Follow me. It's the big hangar. You can't miss it. Und auf einmal fahr ich wieder. Schön. Mapes? And what's his connection to Howard Hughes? Vernon Mapes used to work Advice. Word is he runs fuck pads for Hughes' starlets. A pimp. Earl and Mapes would seem. Mapes was... Alles klar, dann wollen wir uns mal die Flugzeuge anschauen. Follow me. Good day, miss. Da wären wir. Can that thing really fly? Mr. Hughes believes so. Amazing, isn't she? Oh. This is the spruce. Jesus Christ, Biggs. You want to get me fired? Mr. Hughes hates that fucking name. It's the H-4 Hercules to you. You mind answering a few questions, Mr. Mapes? Call me Vernon, kid. Fire away. Ach nein, ich will keine Fragen stellen. Ich kann das doch nicht. Explosion. You know anything about the explosion that happened at Nicholson Electroplating this morning? No more than anyone else. Heard the boom while I was shaving. Almost shit my pants. Thought it was Pearl all over again. Warum guckst du in den Himmel? Irgendwie habe ich das Gefühl, du weißt mehr. But you had no personal contact with any of the employees. And you have no idea what caused the explosion. I'm in security. I handle Mr. Hughes' personal interests, if you get my meaning. I'm not directly involved in manufacturing.
Okay, Wissen über Okamoto. Do you know Tomoko Akamoto? Never heard of the broad. Why? Der guckt schon wieder... Alter, was... Ja, auffälliger geht es ja nicht. You don't happen to wear an LAPD tie pin, do you, Mapes? Sometimes. I have a couple of them from my days on the force. Wissen Sie über McLellan? Ich kann den Namen nicht Do you aussprechen. know the chief chemist at Nicholson Electroplating, a Harold McClellan? I've heard of the guy. He was pitching some fancy process to the company. Ich meine, so richtig gucken tut er da jetzt auch nicht. Did Hughes have a contract Scheiße. with Nicholson? Hey, kid, lose the tone. Hughes has contracts with every plating shop in L.A. We'd like to discuss these contracts with Mr. Hughes. This kid's a riot, Biggs. See Howard Hughes? Harry Truman has to make an appointment to see Howard Hughes. Thanks for your help, Mr. Mapes. Do you mind if we have a look around while we're here? Sure. Knock yourself out. Want to take a look inside? Okay. Das wird ja wohl so eine Kappe von hier so ein Gerät gewesen sein, nicht wahr? Is that a Pratt & Whitney 4360? Sure is. You know your motor. Do you mind if I take a look at the prop spinner? We're getting her ready for sea trials, so be quick about it. What is the oily covering on the metal? We coat the aluminum parts in linseed oil to preserve it from oxidization. Okay. Looks like Mapes' office is in the far corner. Let's go see what he's hiding. Ich gehe davon aus, sein Büro ist oben. Maybe. No. I doubt it. Okay. That is Marie the Body McDonald. Does Hughes have her on contract to RKO? Yeah, I bet he does. Okay. Moment, kann ich... Das Foto kann ich aber nicht weiter untersuchen oder so, irgendwie aufschrauben oder sowas. Nee. Okay, und eine Waffe. Probably nothing. Ach so, vermutlich nichts. Ach so. Sicher, ist ganz normal. Mehr kann ich hier aber auch nicht machen. Hier sind wir gekommen, oder? Irgendwas fehlt mir aber noch hier.
Alkoholöl. McClellan's process was going to replace all this. Ich weiß zwar nicht, ob ich hier rein darf, aber ich mache einfach mal. Breiten und Längen gerade. Latitude 24 degrees 15 minutes north, longitude 76 degrees 0 minutes west. .6 degrees west. 15 minutes north. Moment. Moment. Was? Oh Gott, ey, ich bin heute irgendwie nicht ganz bei der Sache. 76 Länge, 24,15 Breite. 76 degrees west. 24 degrees 15 minutes north. .6 degrees west. Ja. 24 degrees. Bahamas. Exactly. The Bahamas. Somebody's already got their maiden flight planned. Wohl wahr. Und damit haben wir alles gefunden. Let's see what Pinker has for us. He's probably done tinkering with that camera by now. Alles klar. Boah, ich kann mir bisher noch keinen einzigen Reim aus dem Fall machen. Thanks for the tour, Mapes. Always happy to help the department. Hey, don't I know your face from the papers? You're the cop that's stripping that German broad. Nah, I think you got the wrong guy, Vernon. Der arme Cole. Aber man muss sagen, hat er schon ein bisschen verdient dafür, dass er seine Frau verlassen hat. Gerade auch zu der Zeit war das halt, glaube ich, nicht gerade gern angesehen. Heute ist das ja gefühlt Alltag, seine Frau zu hintergehen. Aber damals, glaube ich nicht. Unbekannte Adresse? Kann ich nicht machen. Ja, fahren wir zurück zum Revier. Can you drive to this one? Also wie gesagt, ich kann mir bisher noch keinen einzigen Reim aus dem Fall machen. Ich habe keinen Plan. Looks that way. This would never go all the way up to Hughes. You would have middlemen dealing with stuff like this. Someone like Mapes? The word middleman was invented for guys like Mapes. Ich verstehe auch noch nicht mal, warum. Was hat er denn davon, wenn er da die Sache in die Luft sprengt? Was war das gerade, Cole? Any messages for me, Hopkins? Not many you'd want to hear. Newspapers wanting interviews and rookies cussing you out mostly. Nothing else. Pinker wants you in tech services. Maybe you'll be more popular downstairs. Kannst du die Schnauze halten? Ich bin immer noch der beste Polizist aller Zeiten. Spurensicherung. Hey, Cole. You're not winning any popularity contests upstairs, you know. Ja, schön für dich. Schnauzen jetzt. Where do you stand? I think you're a good cop, but I try and stay out of politics. Everybody tries to stay out of politics, Ray. Well, don't quote me on it.
but I'm hoping that Parker will get the job and clean this place up. I have your photographs. Ah, schon mal, da ist das schöne Foto von mir. Quite a lot of detail. Very funny. Right. We have our man. Take a nice photo, Phelps. Ah, schön. Okay. Zoome mit R heran. Ah. Bringing the Watcher a match for our John Doe. He's obviously the competitive bid. Das ist auf jeden Fall der, der We can get umgebracht this over worden to ist. Lockheed so we can get a name for this guy. It's already on its way. Sehr gut. Howard Hughes, millionaire, industrialist, aviator, and playboy, and Vernon Mapes, ex-dirty cop and business fixer. Mhm. Aber... I found a similar tie pin along with a dead guy in a fridge. Ah, die Krawattennadel. Ja, ich glaube, das war's. Excellent photography, Tomoko. So Tomoko had the goods on McClellan. Too bad they blew the place to hell. Mhm. Hoch! Entschuldigung. Is this McClellan? Can anyone make out the street number behind him? Are you kidding? In my eyesight? Welches Straßenschild? Ah, hier. Ja, da steht irgendwas mit West, aber mehr steht da halt auch nicht. Und woanders sehe ich leider kein Straßenschild. Vielleicht sieht man das auf dem Foto besser. Cole, can you help me with a little experiment? Use the eyedropper in front of you. One drop from each of the bottles on the desk. Place the drops in the petri dish. Der hat schon so komisch gegrinst. Irgendwie habe ich das Gefühl. Öl. Acetaldehyde. It's okay, guys. Just a little experiment. Can you guys knock it off? Everyone's still jumping from that bang this morning. Very funny, Ray. You just took a couple years off my life expectancy. Did the same trick to me about an hour ago. So that was the stuff that caused the explosion. I think so. Acetic anhydride is almost as explosive as nitro, and when mixed with perchloric acid, it's very unstable. It needs to be cooled constantly. We used linseed oil. You could add any organic compound to trigger an explosion. 3 little drops. Yeah, and they were using a 100-gallon vat. Yeah, I'm thinking of moving up to a 45. I want to put them down to 1 round. Okay. Tja, dann fahren wir mal noch zu dem Haus auf dem Foto. I think his name is Phelps. He brought in that case with that poor lady. Jetzt steht unser Auto komplett woanders.
You know the way. You can Alright. Jetzt so langsam müssen wir aber mal Richtung Finale gehen, hoffe ich doch. Nix? Da. Benzin. Beziehungsweise Petroleum. Avgas, if I'm not mistaken. It's all around the floor. Was haben wir hier? Flugschein. Nach den Bahamas, natürlich. Hangstrom is flying today on TWA. Angstrom is dead, Cole. Why leave your ticket behind? Nips is cleaning up. Und das ist wahrscheinlich sein Reisepass. Aus der Vereinigten Staaten. Oscar Hangström. Name der Frau, falls eingeschlossen, Angelika Hangström. Name der Kinder, falls eingeschlossen, Daniel Hangström. Größe 1,88, Haarfarbe schwarz, Augenfarbe braun. Geburtsort Nevada, Missouri. Beruf Chemiker. Alles klar. Das ist also dieser Oscar. Ach so. What the? The gas, Cole, the gas. We gotta get out of here right now. Look, by the stove. Shoot the gas line, Cole. We're out of here. Oh, okay. Okay. Holy crap. Der miese Wichser. Den schnappen wir uns. Fucking Mapes. Den hab ich. Ja, ja, ich bin dabei. Der hat mich gerade ein bisschen gelinkt. Ich bin leider nicht so nah an ihn ran. Der hat so eine komische Stange mitgenommen. Ich kann schon sagen, jetzt vielleicht Bix. Oh fuck, da verfolgen uns noch mehr. Oh nein. Nein, 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 Mapes. Mapes, 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 du bleibst hier. Smash the son of a bitch's rear wheels. Fuck! Oh, seine Kollegen machen aber gute Arbeit. Mapes, du Dreckiger. Oh, da hat er mich gelinkt. Da hat er mich gelinkt. Fahren kann er, der Junge. Es gibt bestimmt
wieder so eine Trophäe, so von wegen. Oh, okay. Danke für die Trophäe. Stop right there. Get out of the car slowly. Fire a warning round. We're gonna have to go through all the security men first. I hope you're ready for a fight. Als ob ich jetzt die Sicherheitsleute umbringe. Die können doch überhaupt nichts dafür. Ich kann mal aufhören, mir meinen Hut wegzuballern. Find some cover. Ach, schon, da kommt noch ein Auto. Du bleibst da schön liegen, Junge. What the fuck, hinter uns. Wo kommt der denn her? Bix, was machst du denn? Throw out the guns. Rennt ihr einfach ins offene Feld? How long do you think you can hold out? Okay. Schnauzen jetzt. Okay. Jetzt kommt die Verstärkung oder was? Danke für nichts. So, wo ist der? Stay in cover. Okay. Get in cover. Keine Ahnung, was Bix da macht, aber ich hoffe, er weiß, was er tut. Dass hier schon wieder geballert wird. Okay. Stay down. Headshot. Okay. Der hinten ist gar nicht tot. Oh fuck, jetzt sterbe ich aber gleich. Ich muss aufpassen. Okay, jetzt ist er tot. Jetzt ist noch der da oben. Scheiße. Oh, der erwischt mich gut, Alter. Richtiger Sniper da oben. Jetzt aber, God damn it. You're gonna have to explain this to me again. So the guy at the chemical plant, he's planning on selling his magic formula to another company and skipping town with his assistant, but he blows himself up before he can manage it. So why the dead body in the refrigerator? Mapes, Captain. He was eliminating all competitors for the process. When it went bang, he burnt down the apartment and
to remove all connection between Hughes and the plant. Mapes, right. I remember Vernon Mapes. The guy had good, honest cops hanging their heads in shame. Glad he's finally out of commission. I don't know if it'll do you any good, Phelps. But between the spruce goose and half the city exploding, you might just have made the case of the decade. Dankeschön, Chef. Das höre ich doch gerne. Groß und unfreundlich. Ja, es wird aber keine 5 Sterne geben. Vielleicht 4, wenn es gut ist. Ah, schade, 3. Okay, ja. Ja, 4 hätte ich auch nur gedacht, wenn es wirklich gut ist, weil ich habe bei den Fragen ein bisschen was verkackt. Ich habe auch irgendwo einen Hinweis übersehen. Wo zur Hölle habe ich einen Hinweis übersehen? Naja, egal. Der Fall gegen Nicholson hängt davon ab, ob er wusste, was in seinem eigenen Werk vor sich ging. Ja, ich weiß, ich hätte bei ihm ein bisschen besser reden können. Ich war da nicht so gut, aber egal. Ja, das war der letzte DLC-Fall. Den Fall, den ich überhaupt nicht kannte. Und der war cool, definitiv. Aber man hatte bisher noch keinen Fall mit so einer riesigen Explosion. Das war schon... Da ging schon gut die Post ab, würde ich mal sagen. Ich bin sehr gespannt, was der nächste Part ob der nächste Part schon der letzte sein wird, weil ich weiß nicht, wie schon gesagt, eigentlich kommen wir ja Richtung Finale. Das hier war jetzt gerade nur noch mal so ein bisschen Zwischengeplänkel. Aber wir schauen mal kurz, wie der letzte oder vielleicht letzte Fall heißt. Vielleicht kommen ja auch noch mal ein Flashback. Good morning, Doctor. And a good morning to you too, Elsa. You look radiant. Thank you, Doctor. We haven't been seeing much of you lately, Elsa. You've been missing appointments. I'm sorry, Doctor. I've been feeling much better. That's very good to hear. And what has brought about this improvement? It's the new man in my life. He's convinced me to fight my addiction. Ah, the policeman from the newspapers. How has he coped with his fall from grace? He can finally see things from a human perspective, rather than the ivory tower he created for himself. It's making him stronger. It's making me stronger, Hal. You wouldn't make a bad analyst yourself, Elsa. Should we swap seats? We're both finding we have a lot to give up. And what is that? In my case, you went through hell along with me and still came out smiling. In Cole's case, his friend, that Kelso. Kelso? You've heard of him? No, I just like the sound of his name. Cole and Jack are working on a case together. Is Jack a policeman too? No, he works for the district attorney. What? He's a special investigator. I thought you didn't know him. I have never met the gentleman in question. He has been looking into Lou's case. Cole thinks it might be linked to some files he's investigating. You look pale, Doctor. It's cold in here, Elsa. I think I'll close the window. Geh raus. Verschwinde, Elsa. Verschwinde. Why are you looking at me like that, Elsa? You arranged for Lou to work at Elysian Fields, Doctor. Your fears are unfounded. I meet many people in my line of work. There are many ways that people can be helped. Finding them work is just one of them. I don't believe you, Doctor. I've seen you with Monroe at the club. I'm sorry that you have come to that conclusion, Elsa. I've always so enjoyed our conversation. War doch klar, war doch sowas von warum denn? Warum ist die denn so dumm? Cole, the policeman, and Jack, the investigator. It's an unfortunate, grisly end. Okay. I've come to help you, Doctor. To help you cross over. All your sins will be forgiven. Next line. The fuck?
Aber jetzt mal ehrlich, hat Cole wirklich seine Frau verlassen für eine Frau, die super dumm ist? Und eine andere Art von Krieg? Alles klar, holy crap. Ich weiß nicht, ob das der letzte Fall ist. Kann aber sehr wahrscheinlich sein, weil ihr seht, wir kommen sehr stark dem Ende entgegen. Sehr, sehr stark. Dementsprechend könnte es sein, dass der letzte Part der letzte sein wird, aber ich freue mich richtig drauf. Das Spiel macht mir bisher, oder hat mir super viel Spaß gemacht. Ich kenne das Spiel ja bereits. Außer wenn ich den Fall jetzt zum Beispiel nicht kannte, weil ich die DLC-Fälle nicht kenne. Aber schon ziemlich geil. Und dementsprechend würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich sage bis dahin. Tschüss.